Wenn ich draußen mit meinem Skizzenbuch unterwegs bin, freue ich mich immer über schöne Motive, die mich zu jeder Tageszeit einladen, mich sofort hinzusetzen und sie festzuhalten. Jeder wird mir wahrscheinlich zustimmen, dass beim Plein-Air-Malen sonniges Wetter besser ist, um eine schöne Lichtstimmung im Aquarell zu kreieren. Aber nicht nur Licht und Schatten spielen eine wichtige Rolle, sondern auch die Tageszeit kann entscheidend sein für die atmosphärische Wirkung. Für dieses Motiv zeige ich euch einmal 3 verschiedene Lichtstimmungen von meinem letzten Plein-Air-Ausflug in Schweden. Dieses Bild ist aufgenommen bei meiner Ankunft am Hafen. Das Wetter war bedeckt und die Farben dementsprechend stumpf und eingetrübt. Die Tonwerte trennen sich ganz gut voneinander, meist kann man bei bedecktem Wetter besonders kontrastreich malen. Hier sehen wir den gleichen Malplatz am nächsten Morgen aufgenommen. Die Sonne steht tief am Himmel und strahlt mit voller Kraft. Die Farben sind sehr intensiv und würden ein expressiv farbstarkes Aquarell ergeben. Hier nun die dritte Version des Malplatzes in sanfter Abendsonne. Die Tonwerte im Bild sind schön knackig und die Farben ausgewogen und vielfältig. Diese Tageszeit, also später Nachmittag oder früher Abend, nutze ich im Sommer sehr gerne zum Malen draußen. Wenn die Sonne sehr stark scheint, ist es nicht allein wegen der Hitze über Mittag schlecht, draußen zu arbeiten. Es gibt dann so gut wie gar keine Tonwerte mehr und das Bild wird wahrscheinlich flach und farblos. Im Sommer hilft also nur entweder früh aufstehen oder abends arbeiten, um stimmungsvolle Aquarelle vor Ort malen zu können. Die heute verwendeten Materialien sind Jaune Brillant von der Firma Schminke, Permanent Alizarin, cadmiumfreies Rot, Zylinblau, Cadmiumgelb, Cadmiumorange, Sienna gebrannt von Winsor Newton, Green Apatite Genuine von Daniel Smith, Ultramarin Feinst von Schminke, helles Cadmiumrot von Schminke, Neutraltinte von Winsor Newton und Perilane Green von Schminke. Ich arbeite auf Büttenpapier der Firma Arche, 300 Gramm Grain Fin, das Format ist ungefähr DIN A4. Die Pinsel sind wie immer aus meiner eigenen Pinselkollektion, der kleine synthetische Pinsel in der Größe 6, der Rotmarderpinsel Größe 10 und der Eichhörnchenerpinsel in der Größe 12. Zum Auswaschen benutze ich einen synthetischen Flachpinsel in der Größe 8. Hier zeige ich euch einmal mein Skizzenbuch und das Motiv, wie es vor Ort entstanden ist. Das entsprechende Referenzfoto, welches ich mitgebracht habe, das wie gesagt die späte Nachmittagszeit abbildet, seht ihr hier. Skizze und Foto bekommen die Unterstützer unseres Kanals wieder per Mail zugesendet. Die Fläche des Himmels wird jetzt angefeuchtet. Hierbei gehe ich mit dem Wasser über die Bäume und auch über die entfernten Inselchen hinweg. Mit einer Mischung aus Sienna gebrannt, Ultramarinblau und Permanent Alizarin male ich zunächst einen Wolkenschatten und setze dann Kobaltblau und Zylinblau als blaue Himmelsfarbe dagegen. Etwas Weiß für die Oberkante der Wolke bleibt stehen. Zu dem verwendeten Blau mische ich mir nun Cadmiumgelb hinzu. Es entsteht ein schöner leuchtender Grünton. So kann ich ganz weich jetzt die erste Lasur für die Bäume anlegen. Im unteren Bereich der Baumgruppe wird die Farbe etwas kräftiger und dicker. Ich nehme hier auch ein wenig Green Apatite Genuine mit in die Mischung hinein. Mit lichter Ocker und ein bisschen von der verwendeten Grünmischung male ich nun die Wiese im Mittelgrund. Nach vorne hin wird mehr Ocker in die Mischung hineingegeben und auch etwas Sienna gebrannt kommt dazu. Ich wechsle jetzt auf den großen Eichhörnchenhaarpinsel. Hier möchte ich eine großzügige Wiesenfläche erzeugen und nicht zu sehr in kleinen Strichen arbeiten. Das geht mit dem etwas größeren Pinsel einfach besser. Nach vorne hin wird die Fläche meiner Wiese dunkler, kräftiger und auch ein wenig wärmer.
Mit dem kleinen synthetischen Pinsel spritze ich ein paar Wassertropfen in die Wiese und bekomme etwas mehr Struktur in die Fläche. Hier setze ich zunächst ein paar dunkle Flecken als Grasbüschel in die Wiese und werde später mit dem Mahlspachtel leicht schräg die Gräser hineinritzen. Die Steine werden nun mit verschiedenen Mischungen aus Ultramarinblau und Permanentalicerin und auch etwas Kobalttürkis Light gemalt. Hier möchte ich zunächst nur die hellen Formen malen, die dunklen Schatten der Steine werden später eingetragen. Nach vorne hin werden die Steine etwas wärmer, also kommt mehr Sienna gebrannt in die Mischung hinein. Nun sind die dunkelgrünen Grasbüschel etwas angetrocknet und ich kann mit meinem Malspachtel gut die Gräser hineinritzen. Das geht noch nicht so gut, wenn die Farbe ganz nass ist. Man darf hier allerdings auch nicht zu lange warten. Wenn alles getrocknet ist, dann geht es auch nicht mehr. Jetzt male ich die Wasserfläche und mische mir dafür Zylinblau mit Ultramarinblau und einem Hauch Permanentalicerin. Am Horizont möchte ich das Wasser relativ dunkel malen und nach vorne hin in der Fläche heller werden. Ich wechsle hier wieder den Pinsel. Mit dem großen Pinsel komme ich etwas schneller voran und die Farbe ändert sich gelegentlich. Den Steg vorne male ich mit einer hellen Mischung aus Blau- und Brauntönen. Nun wird das ganze Blatt einmal geföhnt, bevor ich die dunklen Tonwerte malen werde. Mit Kobalttürkis Light, Ultramarinblau und etwas Permanentalicerin male ich die entfernten Inseln. Bei der Insel, die etwas weiter vorne liegt, erhöhe ich die Cremigkeit der Farbe und setze auch etwas Sienna gebrannt in die Mischung mit hinein. Mit Lasurorange und Permanentkarmesin male ich jetzt das rote Dach des kleinen Häuschens. Das Haus selbst wird mit einer Mischung aus Ultramarinblau und Sienna gebrannt gemalt. Und auch der Zaun und der kleine Steg am Haus werden mit dieser Mischung gearbeitet. Das größere Häuschen bekommt ein Dach mit lichter Ocker. Etwas Restfarbe auf der Palette ist auch mit dabei. Wichtig ist mir immer, dass die Farbigkeit auf Flächen ständig variiert. Ich würde also so ein Dach, und sei es noch so klein, nicht mit nur einer Farbe ausmalen. Sienna gebrannt, Ultramarinblau und Permanentkarmesin ergeben eine schöne dunkle Hausfarbe. Nun kommt der zweite Farbauftrag für die Bäume. Hier feuchte ich mein Blatt zunächst unregelmäßig mit klarem Wasser an und spritze dann mit einer Mischung aus Cadmiumgelb und Green Apatite Genuine zunächst einmal ein paar Spritzer für lockeres Laub auf die Fläche. Danach arbeite ich mit einem ganz flach gehaltenen Pinsel lockere Laubbüschel in die Fläche hinein. Dort, wo das Papier nass gemacht wurde, entstehen weiche Verläufe und da, wo es trocken blieb, bekomme ich harte Kanten.
Dieses Spiel von harten und weichen Kanten finde ich bei der Darstellung von Laub sehr hilfreich. Ich arbeite mit verschiedenen Grüntönen, nehme auch etwas Perylane Green für die dunklen Stellen hinzu und arbeite um Haus und Steingruppe besonders kräftig. Die Stege werden mit flüchtigen Strichen und einer Farbmischung aus Sienna gebrannt und Ultramarinblau gemalt. Hier versuche ich, meine Striche locker und zügig zu setzen, so dass das Ganze malerisch bleibt und nicht zu genau. Die kleinen Bojen im Hafen male ich mit Cadmiumrot und Lasurorange. Die Steinschatten werden nun mit einer Violettmischung aus Ultramarinblau und Permanent Karmesin gemalt. Auch das größere Haus bekommt eine schattige Seite und einen Schatten unter das Dach. Das kleine Haus wird komplett dunkel gemalt. So funktioniert es als Bildfokus sehr gut. Nun arbeite ich mich mit den schattigen Farbaufträgen über die Steine zum Vordergrund. Jetzt fehlt nur noch die Spiegelung im Bild. Ich mische mir die Farben Kobalttürkis Light und Neutraltinte und setze mit viel Wasser die Spiegelungsformen unter die entfernten Inseln und unter die Stege im vorderen Bildbereich. Unter dem großen Steg vorne rechts kann ich die Spiegelungsfarbe schön dafür benutzen, die hellen Steine im Licht glänzen zu lassen. Mit dem Detailpinsel setze ich noch ein paar kleinere Formen ins Bild, die Striche auf dem kleinen Häuschen, ein paar Seile an den Bojen und einige Schatten auf den Stegpfosten. Aus dem dunklen Haus hebe ich einige helle Striche heraus, um die Holzlatten auf der Hauswand anzudeuten. Statt einer Deckweiß-Orgie am Schluss gibt es heute einen kleinen Abschlussakzent mit Cadmiumrot direkt aus der Tube. Diese kleine rote Form tut dem Bild mit seinen vielen Grüntönen, wie ich finde, jetzt richtig gut. Ich hoffe, dieses Motiv hat euch wieder Freude gemacht und ihr habt Lust, es jetzt auch einmal auszuprobieren. Schreibt gerne in den Kommentaren, an welchen Tageszeiten ihr am liebsten draußen malt und wann das Licht für euch am schönsten ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.